Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Motorraddoktor. Heute kümmern wir uns um die Schwinge, um die Gelenkwelle und um den gesamten Rest, dass wir die GS wieder zusammenbauen können. Ja, ich hatte ja schon ein Video gemacht darüber, wie wir das alles auseinandergenommen haben, die ganzen einzelnen Teile. Normalerweise müsste man gar kein Video mehr machen, wenn man das zusammensetzt, aber hier geht es einmal um die Lagerung, das Einstellen von den Lagern, einmal Schwingenlager und später auch vom HAG, die Nadellager, wie die eingestellt werden, dass das spielfrei am Ende ist. Und natürlich auch darum, ganz wichtiges Thema, wie wird die Gelenkwelle zusammengebaut und wie bekommen wir eben diesen Faltenbalg, der hier oben zwischen Getriebe und Schwinge sitzt, auch hundertprozentig dicht. Das wollen wir in dem Video behandeln und am Schluss ist das ganze Ding wieder so zusammengebaut, dass wir eigentlich eine Probefahrt machen können und dann geht es weiter, dann kann der Sommer kommen. Ja, aber im ersten Step wollen wir uns mal die Gelenkwelle angucken. Ich hatte auch über die Gelenkwelle schon ein Video gemacht. Da ging es um diese Reparatur, die Instandsetzung der Kreuzgelenke. Und jetzt möchte ich einfach noch mal kurz darauf eingehen, warum es wichtig ist, dass die Gelenkwelle am Schiebestück, also hier, richtig zusammengebaut wird. Weil, wenn man den wenn man den HAG von der Schwinge wegnimmt, also der sitzt ja bei der Schwinge hier hinten drauf, und wenn wir das anfangen auseinanderzunehmen, dann ziehen wir den HAG runter und dann fällt uns schon in der Schwinge die Gelenkwelle nach unten, also ein Teil, und das Schiebestück mit dem Gelenkteil im HAG verbleibt dort. Man sieht also nicht, wie rum ist das Ganze montiert, und wenn man das später wieder zusammenbaut, dann kann es passieren, dass einfach die Gelenkwelle falsch zusammengesteckt ist. Einzige Ausnahme ist die Adventure, 1150er GS Adventure. Die hat eine Gelenkwelle drin, hier klebt alles, die hat eine Gelenkwelle drin, die nur in eine Position zusammenzubauen geht. Und da kann man eigentlich keinen Fehler machen. Bei den normalen Gelenkwellen, also die normale GS R21 oder RT, also alle im Prinzip, die das hier so haben, da muss man darauf achten, dass das Ganze richtig zueinander eingebaut wird. Und was ist dabei so wichtig? Wir haben, ich hoffe, man kann das sehen, wir haben ja hier die festen Augen, also diese Kreuzgelenkaugen, die sind hier fest mit der Welle verbunden, und wir haben hier das lose Schiebestück, was sich bewegen kann. Und auch hier sind auf dem Schiebestück also die festen Augen. Und diese Augen, wenn man da drüber guckt, die müssen in einer Linie sein. Also wenn man die zusammenbaut und das eine ist verdreht zu dem anderen hier vorne, ist das nicht korrekt, weil wenn die Welle einfedert, beziehungsweise wenn das Fahrzeug einfedert, knickt auch die Welle ab. Und so würden die ungleich laufen. Der zweite Punkt ist es kann, wenn die nicht richtig zusammengebaut ist, zu starken Vibrationen führen. Das heißt, durch eine gewisse Unwucht dann, also weil es nicht zueinander steht, kann eben das Ganze anfangen zu vibrieren, was man am Lenker merkt und am gesamten Fahrzeug. Jetzt ist es so, dass die Gelenkwelle im eingebauten Zustand links rumdreht, also gegen die Uhrzeigersinn. Also wenn hier das Getriebe ist, gegen den Uhrzeigersinn dreht die Welle. Und wenn man jetzt hier genau drüber schaut, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn wir hier eine 90-Grad-Linie bilden, dann steht dieses vordere Auge hier ungefähr 2-3 Grad weiter drüben. Warum ist das so? Ganz einfach. Das ist am Hinterrad befestigt, also das ist der Antrieb im HAG. Und dieser Teil im Getriebe. Wenn das Getriebe anfängt zu drehen, dreht sich die Welle in diese Richtung und treibt den HAG an. Ich sage nicht den HAG an, sondern den Winkeltrieb im Prinzip an. HAG ist Hinterrad-Achsgehäuse. Also den Winkeltrieb treibt es hier an. Hier drin sind allerdings Elastomere, also Dämpfer,
die beim Lastwechsel oder beim Schalten oder, ja, eben dämpfen sollen. Ähnlich wie bei einem kettengetriebenen Fahrzeug, hinten in der Hinterachse sind sogenannte Ruckdämpfer drin. Das heißt, wenn man Gang einlegt, knallt es nicht extrem, sondern geht erstmal auf diese Ruckdämpfer und die werden bei jedem Gas geben, werden die im Prinzip gedrückt von dem Teil, auf dem das Kettenblatt sitzt. Gleiches ist hier und es verbindet sich natürlich ein Stück weit, ganz klar, ein bisschen. Und wenn man jetzt diese beiden Teile so zusammenbaut, dass im Prinzip das Teil 2 bis 4 Grad weiter drüben steht als das, dann ist in der Drehbewegung, wenn ich also beschleunige, wenn ich die Kraft auf die Straße bringen will, dreht sich das größere Teil etwas weiter und die Gelenkwelle steht wieder gerade. Ja, also dann stehen beide Augen exakt übereinander. Darauf muss man achten. Bisschen schwer zu erklären, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja? Am Ende ist es wichtig, dass beide Augen eben parallel in einer Linie stehen, sodass keine Unwucht entstehen kann und keine Vibration entstehen kann. Das ist das eine. Und jetzt kommen wir zur Schwinge. So, bei der Schwinge ist es so, hatte ich in einem Video auch schon gesagt, wir haben hier hinten einen Faltenbalg drin. Der sitzt hier drin und in dem Faltenbalg sitzt dieser Sprengring hier, der den Faltenbalg hält. Aber nur so wird es nicht dicht, da läuft uns Wasser rein. Dann haben wir das gleiche Malheur wie bei den 1250ern, wo das Wasser hier unten drin steht und alles zusammengammelt. Was machen wir da? Das schauen wir uns genau jetzt an. So, wir haben also unsere Manschette, von der wir prüfen, wenn wir die alte verwenden, dass sie auch noch in Ordnung ist, dass es hier keine Risse gibt, keine Löcher, dass sie nicht spröde ist und das Ganze, ganz klar, versteht sich von selbst. Und die hat natürlich auch schon eine gewisse Form, ne, man sieht es hier. Die geht also hier so ein bisschen schon runter und das müssen wir auch so einhalten. Das heißt, wenn wir die zusammenbauen, muss die letztendlich so da unten drin sitzen, weil die sich natürlich nach unten hin abknickt, die Schwinge, und dann ist das eben hier so geformt. Hier innen rein kommt dieser Ring. Ja, ich mache das jetzt nicht, aber der kommt hier rein und der muss horizontal sitzen. Ja, der soll nicht oben sitzen mit den Öffnungen oder unten, sondern der soll horizontal sitzen, weil die Gelenkwelle sich hoch und runter bewegt und abknickt. Und wenn das dann hier unten wäre, wäre das nicht so besonders toll. So, wie kriegen wir das Ganze dicht? Und zwar haben wir hier unser Starburax, dafür wunderbar geeignet. Nehmen wir unser Pinsel. An der Stelle brauchen wir nicht zu sparen. Und dann streichen wir das hier innen ein mit Starburax. Ruhig schön satt, weil es letztendlich davor schützt, dass wir hier kein Wasser reinkriegen. So. Kontrollieren wir das Ganze nochmal, dass das auch wirklich vollflächig verschmiert ist. Perfekt. So, den äußeren Rest hier, den können wir wegmachen, dass wir nicht die ganze Welle voll haben damit. Dass wir nicht die ganze Manschette damit voll haben. So, und dann können wir hier die Manschette eindrücken, drehen die ein bisschen. Und setzen die hier. Schauen wir, dass das hier ein bisschen verteilt wird, das Ganze. Und dann können wir den Sprengring hier einsetzen, den nehmen wir mit der Zange. So, also das ist ein bisschen eine Fummelarbeit. Hier ist der Sprengring, den können wir jetzt hier verdrehen, in die Horizontale bringen. Ich hoffe, das kann man sehen.
Ja, dann müssen wir die Manschette ein bisschen halten. Und dann schieben wir den einfach in die Horizontale hier. Da innen drin sind die beiden Nupsis. Und in dem Gummi ist hier hinten eine Nut, in denen der eben drin sitzen muss. Also erstmal rein und dann mit den Fingern und mit der Zange ein bisschen drehen, so lange bis diese beiden Zapfen und der gesamte Ring umlaufend drin sitzt. Das ist ein Haufen Sauerei mit diesem scheiß Staborax, aber in dem Fall passt es jetzt hier. So, sorry für den Ton. Da hat zwischenzeitlich die Kamera abgeschaltet. Wenn wir also, ja, also wir haben das gesehen soweit. Der Dichtring, der Sprengring oder dieser Spannring, der muss in der Horizontalen liegen, ganz klar. Und innen drin muss genug Staborax sein, damit eben hier durch diese Stelle kein Wasser rein oder kein Dreck reinläuft. Das ist das eine. Das Gleiche machen wir dann später auf dieser Seite und das machen wir aber dann am Getriebe. Als nächstes schmieren wir hier die Lager, die machen wir raus, schauen wir uns an, wie das funktioniert. So, für die inneren Lagerringe auszuziehen oder rauszumachen, kann man hier versuchen, das so zu machen. Brauchen wir so ein Innenauszieher-Set. Gibt es in teuer und in günstig. Ich habe die schon geschmiert. Von daher, die könnt ihr mit so einer kleinen Fettpresse hier zum Beispiel, könnt ihr die wunderbar spielen. Hier oben drauf ist so ein kleiner Dichtring. Ja, der Dichtring. Wenn die schwer sitzen, kann man auch so einen Ziehhammer verwenden. Und natürlich auch, wenn ihr die Lager erneuert, dann müssen die Lagerschalen raus. Da ist hier hinten ein ganz kleiner Rand drin. Und da braucht ihr einen Abzieher, der in den Rand genau reingeht, spreizt den auseinander und dann kann man den ganz einfach rausziehen, auf beiden Seiten beim Schwingellager. Ja, und dann kann man mit so einer kleinen Fettpresse, ich zeige das jetzt nur mal so, kann man hier Lagerfett einpressen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. So, dann kann man das Ganze wieder einsetzen. Da oben drauf noch ein bisschen. So, dann setzen wir das Lager hier wieder ein. Müssen wir gucken, dass das exakt sitzt. Und zum Schluss können wir den Dichtring da noch eindrücken. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber das geht schon. Der schnappt dann an einer Stelle ein. So, ein bisschen rumdrehen hier. So, dann sitzt der da drin und das Gleiche machen wir genau auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich habe das hier schon gemacht, das passt und dann ist das alles wunderbar dicht und frisch geschmiert. Das ist jetzt eigentlich der Teil, den man machen kann außerhalb vom Fahrzeug. Jetzt im nächsten Step setze ich die Gelenkwelle ein, schauen wir uns das an, wie das funktioniert. Schwingellager, Manschette, das andere Schwingellager ist fertig. Das heißt, wir können das dann später zusammenbauen. Wie das hier hinten mit dem HAG funktioniert, mit den Nadellagern und mit dem Einstellen, das kommt dann im Weiteren. Jetzt gehen wir erstmal zur Gelenkwelle und schauen uns das dort an. So, wir haben hier die Getriebeausgangswelle. Hier die vorne eine Nut und in der Gelenkwelle ist natürlich auch ein Federring. Den machen wir hier Staborax drauf. Das könnt ihr natürlich auch in dem Wellenstumpf machen. Kann man schön satt bestreichen. Einen kleinen Pinsel. Über diesem Rand hier sitzt die Gummimanschette. Und auch da müssen wir gucken, dass wir hier in die Nut Staborax einbringen.
Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Auf der anderen Seite ist das ein bisschen schwierig. So, wenn wir das alles eingestrichen haben, dann mache ich das Ganze nochmal in der Manschette und dann setzen wir die Gelenkwelle auf. Das gleiche hier nochmal gemacht, also hier auch Staborax reingemacht und habe auf der anderen Seite das Gelenkstück rausgemacht. Beim Aufsetzen von der Gelenkwelle ist es egal, wie rum. Wichtig ist nur, man sieht es jetzt hier, ist es lose noch. Ja? Jetzt können wir einen kleinen Hammer holen und geben da einen Prellschlag drauf. Mit der Kamera ist echt scheiße. Ne? So, habt ihr gesehen, ist noch ein Stück reingerutscht. Ist fest, lässt sich nicht nach hinten rausziehen. Wunderbar, passt einwandfrei. So, und ihr hattet ja gesehen in dem anderen Video, dass ich hier einen roten Punkt drauf gemacht habe. Hier den roten Punkt. Und den Punkt, den lege ich jetzt schon ganz nach oben, dass ich den, wenn ich die Schwinge jetzt einbaue, auch sehen kann. Ne? Also der ist hier, das ist die Position, in der das Gelenkteil eingesteckt werden muss. So, und jetzt machen wir die Schwinge rein. So, ich habe das Ganze hier nochmal eingestrichen mit Staborax und habe mir auch schon das Festlager, den Festlagerzapfen und das Loslager, also den Loslagerzapfen mit Überwurfmutter parat gelegt. So, und jetzt kann ich im Prinzip die Manschette so weit vordrücken, bis sie vorne einschnappt. Und dann drehe ich hier mal, das könnte man natürlich alles vorher machen, ist ja klar, die Schraube rein. Die andere Seite, dass das einigermaßen fest ist. Die müssen natürlich eingeklebt werden, später die Schrauben. So. Und jetzt können wir noch mal kontrollieren, ob hier hinten mit der Taschenlampe auf jeden Fall die Tischschlippe richtig drin sitzt. Das ist das eine. Und mal gucken mal, ob wir hier vorne noch was mit der Taschenlampe sehen. So, wir haben also jetzt gesehen, wie wir die Schwinge reingemacht haben. Ich habe das ja provisorisch mal alles zusammengeschraubt. Die Kardanwelle ist drin, die Verbindungen sind geschmiert. Und wir kommen jetzt zu dem Teil, wo wir die Schwingenlager einstellen, beziehungsweise erstmal hier auf der Seite festmachen. Die Schrauben, also Festlagerzapfen und den Loslagerzapfen, den müssen wir einkleben mit einer 2701er Schraubensicherung, eine hochfeste Schraubensicherung. Zeige ich gleich, wie man das macht. Da ist es so, dass man da nicht so besonders viel braucht. Also man muss nicht das ganze Gewinde da einschmieren, sondern eben halt ein paar Tropfen und dann passt es. Um das zu machen, brauchen wir einen Drehmomentschlüssel. Also der muss 160 Newtonmeter können, also 40, ich habe hier einen 40 bis 200 Newtonmeter, das passt. Und das gilt dann letztendlich hier für den Loslagerzapfen und den Festlagerzapfen und den Loslagerzapfen auf der anderen Seite, beziehungsweise dort die Kontermutter. Was ist noch wichtig zu beachten? Ich hatte ja, das Video verlinke ich euch hier oben, die Kardanwelle überholen lassen. Das heißt, es sind neue Kreuzgelenke hier reingekommen, die man auch austauschen kann. Und somit ist dieser Gelenkkörper, ich hole das mal, somit ist also dieser Gelenkkörper von der Kardanwelle hier etwas größer geworden. Ja? Also auf allen Seiten, hier auf der Seite und auch an der Gabel hier auf der Seite. Das heißt, wer das auch machen lässt, zum Beispiel, der muss natürlich, bevor er das wieder zusammenbaut, auch überprüfen, ob das mit der Kardanwelle
alles hinhaut. So. Bei mir war das nämlich nicht der Fall. Und zwar ist hier dieser Festlagerzapfen, der ragt ein ganzes Stück nach innen in den Kardantunnel. Also eigentlich ein unbenötigter Teil, der im Prinzip als Führungshilfe dient, damit man den Zapfen eben in diese Lagerbuchse hineinbekommt. Und in der Drehbewegung von der Kardanwelle war es also so, dass das Gelenk an diesem Festlagerzapfen, an diesem Aluminium geschliffen hat. Also immer wieder angeeckt bei jeder Umdrehung. Das war nicht viel, aber das hat gereicht, dass man das merkt. Ich bin dann in der Folge hingegangen, also das muss man überprüfen und das muss man vor allen Dingen überprüfen, wenn die Schwinge in allen Bereichen bewegt wird. Also ganz nach unten oder eben halt ziemlich weit nach oben, wobei ja das letztendlich dann begrenzt ist durch das Federbein auch. Aber man sollte das dann schon wirklich in jeder Position prüfen, ob das auch hundertprozentig passt. Ich bin dann einfach hingegangen und habe den loslagert, den Festlagerzapfen, was ist heute los? Ich weiß auch nicht. Den Festlagerzapfen einfach um ca. 2 mm gekürzt und somit ist das Problem erledigt gewesen. So, also im HAG ist ausreichend genug Platz, da braucht man sich eigentlich keine Gedanken zu machen. Das funktioniert. Aber das ist eben für die Leute wichtig, die die Antriebswelle eben überholen lassen. Und man sollte das sowieso machen. Also egal, ob man die überholen hat lassen oder nicht. Man sollte einfach, bevor man das wieder zusammenbaut, nochmal überprüfen, sitzt der Sprengring in der oberen Manschette, sitzt die Manschette richtig, lässt sich das von oben nach unten mit der Kardanwelle alles einwandfrei bewegen. Wenn der HAG dran ist, dass man das Ganze per Hand nochmal durchdreht mit dem Hinterrad oder einfach nur so, dass wirklich alles freigängig ist, bevor man den Motor tatsächlich startet und die erste Runde auf der Straße macht. Und da stimmt vielleicht irgendwas nicht. Also diese Arbeit, das sollte man auf jeden Fall dann nochmal überprüfen. Okay, kurze Rede, langer Sinn. Was wir jetzt machen, Schwingenlager einbauen bzw. einstellen mit dem richtigen Wert, dass es spielfrei ist. Dazu müssen wir auf der anderen Seite wieder ein bisschen was wegbauen. In der Folge stecken wir die Kardanwelle da zusammen, da sage ich dann auch nochmal was dazu. Und dann machen wir das HAG-Lager hinten und dann ist die Sache soweit erledigt. Eigentlich Federbein einbauen, Strebe unten befestigen, das sind alles Kleinigkeiten, die relativ zügig gehen. Noch ganz kurz zu den Schwingenlagern, die Schmierung, das ist oft eine Frage gewesen, was für ein Fett nimmt man da? Ich habe hier oben in dem Schwingenlager ein ganz normales Wälzlagerfett genommen, mit einer Temperaturbeständigkeit von minus 30 bis 150 Grad. Ganz normales Fett, habe die eben halt geschmiert. Und bei den Nadellagern ist es so, dass BMW eigentlich sagt, da soll Staborax rein. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich habe das Staborax an den Gleitstellen von der Kardanwelle ist okay, kein Problem, aber Staborax für die Nadellager ist für mich jetzt nicht so. Ja, ich wollte das einfach nicht nehmen und ich wollte einfach auch mal testen, ob man mal was anderes nehmen kann. Und zwar bin ich jetzt hergegangen und habe diese Nadellager tatsächlich mit dem Sachs-Kupplungsfett geschmiert, weil es eben halt schön pastös ist. Und da es kein umlaufendes Lager ist, sondern eben ja nur eine ganz kurze Bewegung immer macht, eine ganz kleine Bewegung sogar nur, denke ich, ist das vollkommen ausreichend. Das ist auch hitzebeständig, das ist auch witterungsbeständig, wasserabweisend und so weiter und so fort. Also, wenn wir mal sehen, im Zweifelsfall kann man das recht schnell wieder auseinanderbauen und eben was anderes verwenden. Aber ich denke nicht, dass das in irgendeiner Form irgendein Problem gibt. Ganz im Gegenteil, das Staborax ist okay, aber wenn ich schaue, was hier drin war, als ich es auseinandergenommen habe, da war nicht mehr viel mit Schmiere. Also, ja. Okay, wir fangen an. So, ich habe den hier schon provisorisch reingemacht. Den mache ich jetzt wieder raus. Das ist die Seite, die wir also auf jeden Fall festschrauben können. So, die Schwinge ein bisschen halten. So, dann können wir das hier mal rausnehmen.
Wichtig ist, dass das Ganze hier fettfrei ist. Das ist das eine. So, dann haben wir hier das ganze Gewinde. Das brauchen wir also nicht komplett voll machen. Wir fangen auch nicht da vorne an, sonst verteilt sich das über das ganze Gewinde. Wir müssen im Prinzip nur gucken, dass letztendlich hier vorne in dem letzten Bereich was drauf ist, und das reicht eigentlich dann schon aus. So, dann können wir das wieder reindrehen. Der eine Tropfen, der verteilt sich jetzt dann so weit. Sollte man das also wieder lösen müssen, muss man die Mutter oder die Schraube ohnehin festmachen, heiß machen. Und dann geht es schneller, wenn das nur hier vorne ist. So, wenn ihr drüben den Loslagerzapfen schon auch eingedreht habt, wie ich das jetzt gemacht habe, dann müssen wir jetzt natürlich gucken, dass der nicht zu weit reingedreht ist, sonst würden wir jetzt zu viel Druck drauf geben. Das Lager würde dann zu fest werden. Ich habe das drüben ein bisschen gelöst und jetzt kann ich den hier mit 160 Newtonmeter befestigen. Und das war's schon. Dann haben wir das schon mal fest. So, wie immer machen wir uns hier einen grünen Punkt drauf. So, wir haben also diese Seite fest. Jetzt haben wir unsere Schwinge und unsere Schwinge hat jetzt hier hinten, ich bewege das mal, Spiel. Das heißt, wir müssen jetzt auf die andere Seite gehen und drüben genau das Spiel einstellen. Wohlbemerkt, ohne Federbein, mit Kardanwelle, mehr nicht. So, auf der Seite ist das Ganze ein klein bisschen komplizierter. Wir haben hier schon die Fußrastenanlage dran. Die könnte man natürlich auch weglassen erstmal noch und das dann machen wir aber in dem Fall jetzt nicht. Ich mache die nochmal weg, weil wir hier hinter der Fußraste, ich kann das mal zeigen, warum ich das mache. Und zwar ist es so, dass man kann das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Man kann das einmal machen, indem man hingeht und macht sich eine Markierung auf den Loslagerzapfen. Also wenn man den festdreht, macht man eine Markierung auf den Zapfen und aufs Gehäuse vom Getriebe und stellt somit sicher letztendlich, dass der beim Kontern der Mutter außen, ja, also das ist ja die Mutter, die hier außen drauf kommt, Kontermutter, dass wenn wir die Mutter festdrehen, ja, die wird mit 160 Newtonmeter befestigt, das stellen wir sicher über die Markierung, dass das sich nicht weiter dreht oder verstellt hat. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die, dass man eine 30er Langnuss hat, die hier geöffnet ist, die man dann auf die Kontermutter aufsetzt und kann dann im Endeffekt mit einem Imbusschlüssel den eingestellten Loslagerzapfen festhalten, währenddem man dann hier die 160 Newtonmeter befestigt. Man kann beide Varianten machen. Für beide Varianten würde ich allerdings sagen, machen wir auf jeden Fall diese Schrauben bzw. die Fußrastenplatte weg, damit wir einfach da mehr Platz haben, um zu arbeiten, weil es letztendlich schon entscheidend ist, dass das Schwingenlager exakt eingestellt ist, nicht zu fest und natürlich auch nicht zu locker. Die Kenner unter euch, die wissen, was passiert oder was passieren kann, wenn ein Schwingenlager zu locker ist. Das ist dann nicht so toll. Die Schraube hier oben, die hatte ich eingeklebt, habe ich ein bisschen warm gemacht. Die machen wir wieder raus, die kleben wir später wieder ein. Machen das Gewinde natürlich dann sauber. So. Dann haben wir die auch so. Und jetzt haben wir hier unsere Kontermutter. Die können wir öffnen.
bzw. abdrehen. So, sehen wir, die ist locker. Und die können wir jetzt mit der Hand erstmal andrehen. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Drehmomenten. Es gibt für die Schwingenlagerung, für die Einstellung, gibt es genau 2 Drehmomentwerte. Einmal die 160 Newtonmeter mit Loctite für den Festlager und den Loslagerzapfen. Und dann gibt es einen Drehmomentwert von 7 Newtonmeter. Das heißt, im Buch oder sonst wo steht, man soll den Loslagerzapfen mit 7 Newtonmeter befestigen und dann einkleben mit der hochfesten Schraubensicherung und dann mit der Kontermutter 160 Newtonmeter kontern, festmachen. Die 7 Newtonmeter, die sind eigentlich, also die kann man eigentlich vergessen. Das ist mal das Erste, weil das in den wenigsten Fällen genauso passt. Jetzt gibt es auch Informationen darüber, dass man statt 7 Newtonmeter auf 10 Newtonmeter geht und es dann okay ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen dazu, ich kann das nicht ganz so nachvollziehen, weil letztendlich ist das und da komme ich wieder zu diesem Beispiel, was das ein Lenkkopflager angeht. Für ein Lenkkopflager habe ich auch keinen Drehmomentwert, wo ich sage 25 Newtonmeter und das Lenkkopflager ist korrekt. Das funktioniert nicht. Ein Lenkkopflager, wie auch diese Lagerung, das ist im Endeffekt fast nichts anderes. Muss man eben so einstellen, dass es nicht zu schwer geht und dass es kein Spiel hat. Und das können 7 Newtonmeter sein, das können 8, 9, 10, 15, egal, das kann irgendwas sein. Es ist völlig unerheblich, wie viele Newtonmeter das sind. Es muss einfach spielfrei eingestellt werden und das kann man korrekt nur im Prinzip händisch machen, wenn man das ausprobiert. Wenn man ein neues Lager hat, dann ist das ein bisschen unproblematischer, weil das überhaupt gar keine Gebrauchs- oder Verschleißspuren hat. Wenn man ein gebrauchtes Lager nimmt, was noch in Ordnung ist, dann kann das sein, dass man beim Befestigen leichte Rastpunkte merkt. Das ist eigentlich dann das Zeichen, dass man die Lager dann tauscht, aber das kann auch nur minimal sein und man kann sagen, okay, man verwendet die Lager eben halt noch weiter. Also gerade weil sich diese ganze Geschichte ja nur minimal bewegt beim Einfedern. Ja? Das ist kein umlaufendes Drehen des Lagers mit einer hohen Geschwindigkeit, sondern einfach nur kurze Bewegungen, die da stattfinden. Und die müssen spielfrei sein. Wenn die nicht spielfrei sind, dann kleppert das Ganze hier hinten. Das Fahrzeug wird beim Fahren instabil, weil die Schwinge einfach, das ganze Hinterrad nicht mehr genau da ist, wo es hin soll. Gleiches gilt im Übrigen auch für den HAG, also für die beiden Nadellager. Das heißt, 7 Newtonmeter könnt ihr vergessen, 10 Newtonmeter könnt ihr auch vergessen. Das muss per Hand eingestellt werden. Und genau das machen wir jetzt. Dazu ist es natürlich wichtig, dass wir nicht den HAG dran haben, dass nicht das Federbein dran ist und dass ansonsten bis auf die Kardanwelle eben nichts stört. So, und ich mache das jetzt mal hier mit dem Handimbus. Wenn ich das jetzt also aufdrehe, noch ein bisschen mehr, so, dann merkt man, es ist Spiel. So, jetzt drehe ich das langsam zu und bewege die Schwinge hoch und runter und bewege auch die Schwinge seitwärts, ganz klar. Ja? Dann drehe ich weiter zu. So, wenn man dann hier bewegt, weiß nicht, ob man das hören kann. Jetzt ist das Spiel weg. So. Und wir haben keine Rastpunkte, können also von oben bis nach unten bewegen.
in der oberen Stellung. Kein Spiel. Und in der unteren Position auch kein Spiel. So, und so muss das letztendlich sein. Also es darf nicht zu fest sein. Man kann hier natürlich jetzt auch weiter drehen, ganz klar, ja. Was dann passiert, ist, dass man hier eben im Prinzip das Gehäuse auseinanderdrückt. Das soll natürlich nicht sein. Also der Punkt von kein Spiel zu Spiel, der ist entscheidend und es darf eben kein Spiel da drin sein. Und das kann man gut prüfen an der untersten Position, wie gesagt, wie ich das eben gezeigt habe. In der mittlersten Position. Und wenn man da ein bisschen Spiel spürt, dann ist es so, dass man das nachstellen muss. So, jetzt mache ich die Schraube nochmal raus. Ich mache mir da eine Markierung hin, bis wo wir das Loctite draufbringen. Und dann drehen wir die Schraube wieder rein, stellen ein und machen die Kontermutter drüber. So, da habe ich eine Markierung. Das ist jetzt nur eine Markierung dafür, dass ich weiß, wohin ich mein Loctite machen muss. So, da haben wir die Markierung. So, das reicht schon aus. Und so können wir das Ganze jetzt eindrehen. Und man sieht also, dass sich das jetzt da verteilt, aber eben nur im vorderen Bereich. So. Und jetzt stellen wir das Ganze noch ein. Also die obere Position ist ohnehin die Position, in die die Schwinge nie kommt, aber durch das Umlaufen, da merkt man dann, ist es unten spielfrei, mittig und oben. Dann, wenn das spielfrei ist, ist das in Ordnung. Selbst wenn man das in Positionen prüft, in denen nicht die Schwinge hinkommt, begrenzt durchs Federbein. So, das ist ein bisschen Geduldsspiel. So, ein bisschen können wir noch machen. Noch ein kleines bisschen Spiel. Okay, so. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also die Schraube ist jetzt eingeklebt. Das dauert jetzt natürlich eine Weile. Man sollte das aber dann schon relativ zügig, also nicht so über Nacht stehen lassen und dann erst kontern, sondern das fertig machen innerhalb der relativ kurzer Zeit. So, jetzt kann man hingehen und kann sich hier eine Markierung hinmachen, beispielsweise hier, so, und die gleiche Markierung hier außen, um zu sehen, ob der Loslagerzapfen sich beim Kontern dreht. So, die Überwurfmutter wird nicht eingeklebt. So, die kommt da drauf. Wenn ich jetzt hier mit der Nuss drehe, dann kann es passieren, dass der sich eben mitdreht. Jetzt könnte man sagen, ja, das könnte man ja warten, bis die Schraubensicherung ausgehärtet ist. Ja, ist ein Gedankenansatz. Nur das Problem ist, wenn ich dann kontere, gibt es wieder Spannung drauf, weil ich den inneren Zapfen ja im Prinzip durch Zudrehen der äußeren Mutter etwas rausziehe. Auch wieder ähnlich wie bei dem Lenkkopflager. Wenn wir das dann kontern, dann kann es passieren, dass es wieder
zu lose ist, beziehungsweise dass es etwas zu fest ist. Dann müssen wir es nochmal aufmachen, ein bisschen aufdrehen, dann nochmal kontern, weil alleine der Druck durch die Kontermutter auf den Lagerring, also in dem Fall hier auf den Zapfen, ausreicht, dass das Lagerspiel wieder da ist. Deswegen müssen wir darauf achten. So. Und mit dem Strich kann ich also das sehen, ob sich das verdreht oder nicht. So, ich kann jetzt aber auch hergehen und kann im Prinzip meinen Imbusschlüssel nehmen, den hier gegenhalten und mit der äußeren Nuss hier drehen und 160 Newtonmeter anbringen. Und das machen wir jetzt mal. So, wenn wir uns also das Lager eingestellt haben, spielfrei, ja, hier, ihr könnt es natürlich gerne mit den 7 Newtonmeter probieren, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Ich habe das schon probiert. Es ist also so, dass das jedes Mal zu viel Spiel war und das nicht funktioniert hat bei 7 Newtonmeter. So, also das ist das eine. Wenn wir das also eingestellt haben und eingeklebt haben hier, dann machen wir unsere Markierung hier hin. Ich habe jetzt hier oben eine Markierung und hier eine Markierung auf der Schraube. Diese beiden Markierungen, die fluchten. Und dann gehe ich her und setze meine Kontermutter hier auf. Die wird im Übrigen nicht eingeklebt. So, und jetzt kann ich mit der 30er Nuss und dem Drehmomentschlüssel mit 160 Newtonmeter kann ich das Ganze befestigen. So, und in der Folge können wir jetzt kontrollieren, ob anhand dieser Linie hier oben und der Linie hier unten der innere Loslagerzapfen sich irgendwie mitgedreht hat. Und wenn er das nicht gemacht hat, ist erstmal okay. So, und jetzt, nachdem wir es festgeschraubt haben, prüfen wir nochmal das Spiel. Können wir von beiden Seiten machen. So, und das ist spielfrei. Wenn wir das gemacht haben, können wir das Ganze hier sauber machen, Fußrastenplatte wieder drauf, Schraube einkleben und das ist erstmal abgeschlossen. Nachdem wir also die Schwingenlagerung befestigt haben, können wir jetzt schon das Federbein reinmachen, bauen dann den HAG ein und da müssen wir dann nochmal schauen wegen dieser Kardanwelle, wie die genau zusammengeschoben wird. Zum Federbein habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Von unten nach oben durchführen. Die Schraube von der fahrzeugrechten Seite durchschieben, die Mutter drauf machen. Das ist mit dem Mikrofon hier los. Und von unten kann man dann die Schraube einsetzen. Da muss man bei dem Wilbers-Federbein wieder drauf achten. Oder allgemein darauf achten, dass die beiden unteren Buchsen eben, dass die fluchten, dass die genau gerade sind, damit man die Schraube überhaupt reinbekommt in das Loch bzw. ins Gewinde und den Gewindeanfang nicht kaputt macht, wenn man da mit Gewalt dreht. Die Schraube vom unteren Auge, vom unteren Federbeinauge, die sitzt übrigens in der Schwinge in einer Aluminiumbuchse, die man auch rausmachen kann. Da hat mal jemand einen Kommentar dazu geschrieben. Die kann man in der Tat rausmachen, die kann man auch sauber machen und kann das ein bisschen fetten, dass das an der Stelle, aber die hat eigentlich nur was für die Kraftverteilung von der Schraube, beziehungsweise die geht ja nach innen durch und gleicht den Abstand aus, ja? Dass sich die Schwinge nicht zusammenzieht. Darum geht es. So, und dann können wir oben die Mutter drauf machen. So, ich habe ja hier diese Federverstellung vom Federbein von Wilbers. Die muss hier hinten dran. Die mache ich jetzt mal provisorisch nur. Ihr habt ja die auf der anderen Seite. Wenn ihr kein Wilbers Federbein habt, habt ihr die drüben auf der anderen Seite zu befestigen mit einer Schraube. Ich mache das nur provisorisch, das stelle ich mir später ein. Jetzt haben wir die Schwinge befestigt, wir haben das Federbein befestigt.
Schwingelager eingestellt und jetzt kommen wir zur Kardanwelle. So, HAG und Antriebswelle. Ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit das Video gemacht über diesen HAG bzw. die Kardanwelle der 1250er GSen. Da ist es ein bisschen anders gemacht. Da ist die Kardanwelle ein Teil, beziehungsweise auch durch den Ruckdämpfer getrennt. Und im Prinzip das hintere Teil, was in den HAG geht, ist hier hinten drin die Schiebeverzahnung. Das ist bei den 12ern und bei den 1250er Modellen so. Bei den 1150ern, so wie wir es hier haben, oder auch bei den 1100er Modellen ist es so, dass wir hier unsere Schiebeverzahnung haben in diesem Bereich und dieses Teil eben nochmal extra voneinander ist. Und wir hier hinten drin für den HAG, den wir gleich sehen, im Prinzip eine kurze Verzahnung haben mit einer Nut am Ende. In diese Nut geht der Ring, der Sicherungsring, der auf dem Zapfen, auf dem Kegelradzapfen im HAG drin steckt. Bei den 1250ern ist es so, dass es diesen Ring an der Stelle nicht gibt, weil sich das ja für den Längenausgleich in Anführungsstriche bewegen muss. So. Bei den 11ern sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus hier, also ähnlich, nur ist eben halt die Verzahnung weiter vorne und man hat hinten noch ein Stück ohne Verzahnung. Das ist der eigentliche Unterschied. Diese Verzahnung oder dieses Teil muss zuerst in den HAG, der muss dort mit einem, also jetzt setzt mal auf, das machen wir gleich im Schraubstock, der muss dort mit einem Prellschlag aufgesetzt werden, dass der auf jeden Fall passend sitzt. So. Und wenn man jetzt mal hier guckt, ich hoffe, dass man das sehen kann, ich habe da zwei rote Punkte. Der untere Punkt und der obere Punkt sind gleich und auf der Welle, schauen wir mal, ob wir das sehen können. So, auf der Welle haben wir hier oben, kann man schlecht jetzt sehen wahrscheinlich, hier oben ist auch ein roter Punkt. Und diese beiden Punkte, die müssen im Prinzip fluchten. Das ist genau die Position, die ich schon erklärt hatte, dass die Welle im Prinzip richtig zusammengebaut ist. Einfach so zusammenstecken funktioniert bei diesen Modellen ja. Bei den 1250er Modellen ist das egal, aber 1100er und 1150er Modellen, da muss man drauf achten. Wie gesagt, hatte ich aber auch schon erwähnt, bei der Adventure ist es so, da ist im Prinzip eine Zahnreihe ein doppelter Zahn sozusagen und die passt gar nicht anders. Die kann man gar nicht anders zusammenstecken. Die geht aber in jedweder Position und da muss man eben sich eine Markierung machen und genau gucken, wie die reinkommt. Wenn man es auseinanderbaut, kann man sich das schon angucken, aber das heißt letztendlich nicht, dass das, was da eingebaut ist, auch richtig war. Das heißt, man muss es so oder so, wenn man sie auseinandergebaut hat, nochmal kontrollieren und richtig zusammenbauen. So, beim Zusammenbau oder vor dem Zusammenbau der Kardanwelle kann man hingehen und kann beispielsweise diesen ganzen Körper einsprühen. Das habe ich so gemacht mit einem Sprühwachs, dass das ein bisschen konserviert ist. Wie sich das verhält, wenn die Temperatur ansteigt, weiß ich nicht, ist mir letztendlich aber auch egal. Ich habe ein bisschen was da gemacht und es gibt keine Korrosion großartig. Das kann man machen, muss man nicht machen, ist sinnvoll. Ja, also auf jeden Fall. Bei den 1250ern ist es so, dass man da auf jeden Fall was machen muss. Ja, also sei es, man lackiert das Ganze, wobei das mit dem Lackieren ist auch immer so eine Sache, ob dieser Sprühdosenlack da auf jeden Fall auch hebt und es muss alles wirklich fettfrei sein, ob das dauerhaft so gut ist. Ja, das müsste man im Langzeittest dann sehen, aber ich denke, so eine Wachsschicht darüber oder eingefettet, das ist schon mal auf jeden Fall auch viel wert. Was gibt es noch zu sagen? Kreuzgelenke, wenn ihr die, habe ich aber glaube ich schon in dem anderen Video gesagt, wenn ihr diese Kreuzgelenke, also wenn ihr die Kardanwelle ausbaut und die mal überprüfen wollt, dann müsst ihr im Prinzip hier hingehen und die Gelenke in beide Richtungen drehen, bis jeweils zum Anschlag, ja, in alle Richtungen. Und das muss, also man kann das im Video vielleicht schlecht sehen, aber das läuft hier, ich sag mal, ähnlich wie
wenn man Ventile einstellt mit einer Füllerleere und muss die Füllerleere so saugen zwischen das Ventil und den Kipphebel schieben. Ne? Und so fühlt sich das so ein bisschen auch an hier. Und das ist umlaufend komplett, also von einer Seite zur anderen Seite komplett ein Gefühl. Wenn hier Rasten sind, dass es, sagen wir mal, von der einen Seite bis zur Mitte geht, dann stoppt und dann mit einem bisschen mehr Druck oder mit einem Ruck weitergeht, dann sind es Rastpunkte und das ist dann im Prinzip ein beginnender Verschleiß. Am Ende ist die Welle dann, wenn man das Gelenk gegeneinander drückt hier in dieser Position, dann, und da ist ein Spiel drin, ja, dann, hier ist Spiel. Nee, ist natürlich Quatsch, das ist ja neu gemacht worden. Dann sollte das erneuert werden. Ja? Ansonsten auch schon erwähnt, das sind abschmierbare Gelenke. Da drin sieht man die kleine Madenschraube für den Schmiernippel. Der ist natürlich nicht drin, wenn die abgeschmiert ist. Die Madenschraube muss nur als Verschluss da rein, weil es sonst nicht klappen würde hier mit dem Knickwinkel. So. Also dann haben wir die Kardanwelle, die Position, weil das wird ein bisschen schwierig, das zu zeigen, weil da mit der Kamera rein gleichzeitig zusammenstecken, weil es doch schon relativ tief da drin sitzt. Das ist ein bisschen schwierig, ein bisschen fummelig. Macht euch eine Markierung dran im ausgebauten Zustand, dann habt ihr stressfrei diese Sache zusammenzubauen. So. Bei dem HAG-Lager, bei den Nadellagern, ist das im Endeffekt nichts anderes wie bei der Schwingenlagerung. Wir haben einmal den Festlagerzapfen, der wieder eingeklebt wird, und wir haben den Loslagerzapfen, der ebenfalls eingeklebt wird. Und von der Einstellung her passiert das Ganze genauso wie bei der Schwinge. Exakt gleich. Und das werden wir jetzt mal machen. So, dann haben wir hier den HAG. Die Nadellager sind gereinigt, also in dem Fall habe ich keine neuen reingemacht. Aber es wird wahrscheinlich im nächsten Winter, ich baue das Ganze nochmal auseinander, dann, um zu kontrollieren, ob die Schmierpunkte, ob das alles auch so passt, ob das so gut ist, einfach so als Test. Und da kommen wahrscheinlich dann auch neue Lager rein und dann gibt es dann auch ein Video dazu, wie man die Lager in der Schwinge und im HAG austauscht, diese Lager. Den Wellendichtring hier innen drin, den habe ich auch schon erneuert, das Video verlinke ich euch da oben. Ansonsten müsst ihr natürlich den Faltenbalg vorher drüber ziehen. Das ist im Prinzip gar nicht so schwer. Erstmal kontrolliert ihr den natürlich, dass er keine Risse hat. Der muss also in Ordnung sein. Ja. Risse, also Löcher und Risse, wenn man das Material so ein bisschen auseinanderzieht, dann würde man sehen, dass da eben Alterungsrisse entstehen oder so. Die dürfen natürlich nicht sein. Und dann kann man sich das hier einfach hier links drüber ziehen und über die Manschette, über den Antrieb stülpen. Zum Festmachen später von dieser Manschette gibt es ja diese Kabelbinder. Ich habe jetzt eine ganze Weile überlegt, wie mache ich eigentlich diese Manschetten fest. Und meine Idee war es ursprünglich eigentlich, Edelstahlkabelbinder zu verwenden dafür, die da umzulegen und mit einer Zange eben festzuziehen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe diese Edelstahlkabelbinder bestellt, 500 mm Länge. Ich habe auch eine spezielle Zange dazu bestellt und habe das versucht, aber diese Dinger, die sind so dermaßen billig gemacht, das hat einfach nicht gehalten. So, und ich habe mir gedacht, bevor mir unterwegs irgendwann so eine Schelle aufgeht und ich eben nicht so einen langen Kabelbinder dabei habe, mache ich das einfach mit den originalen Kabelbindern und fertig. Die kosten natürlich ein bisschen was an Geld bei BMW, aber die haben halt den Vorteil, die sind 450 mm lang und die haben hier eben eine Breite. So, die haben also hier eine Breite von 6 mm. So, und wenn man jetzt hier diese Aussparung in der Manschette misst, dann hat die ein bisschen was mehr wie 6,5 mm. Und da passt im Prinzip der Kabelbinder hier perfekt rein. Und das sieht am Ende auch ordentlich aus und dann ist gut. Ich meine, so ein Kabelbinder
Ich kann euch die Teilenummer unten verlinken, kostet irgendwas um die 2,30 € oder 2 €, ich weiß es nicht. Ne, 2,55 € so. Ja, aber das Problem ist halt einfach diese langen Kabelbinder, wenn man sowas im Baumarkt kauft, ja, dann ist es so, dass die eben halt 8 mm breit sind, bei 450 mm Länge, 7 oder 8 mm breit. Und deswegen habe ich die eben halt bei BMW genommen, egal, ja. Bei den 1100ern hat es damals Metallschellen gegeben, ist auch eine feine Sache, mit Schrauben, die ziehen sich dann auch schön zu. Die sind allerdings hierfür ein bisschen zu groß und die sind meines Erachtens auch ein bisschen zu breit, weil die überlappen im Prinzip diese Nut, die hier in der Manschette drin ist. Sieht nicht schön aus, deswegen habe ich mich dafür entschieden. So, und jetzt haben wir hier im Prinzip, ups, ja, so kann man es besser sehen, genau. Jetzt haben wir hier im Prinzip den Wellenstumpf hier drin, also vom Kegelrad, die Verzahnung. Und wir haben hier unsere Verzahnung von der Kardanwelle. Und die muss jetzt hier drauf. Die Position ist egal. Wir stecken die hier einfach drauf. Und dann geben wir hier hinten, machen die so einigermaßen gerade. Prellschlag drauf und kontrollieren. Also dieses Spiel hier, versuche ich das mal zu zeigen. Dieses Spiel, das ist ganz normal. Hinten ist ja der Sicherungsring und der Sicherungsring, der sorgt im Prinzip, dass die Welle da auch bleibt. Da muss man drauf achten. Das ist oben ganz genauso. Das haben wir gesehen. Da habe ich auch mit einem Prellschlag außen drauf geschlagen, dass die eben über den Ring drüber rutscht. So, das Spiel ist ganz normal und die hat auch seitlich ein bisschen Spiel, muss sie haben. Wenn sie ganz press wäre, wäre das auch nicht gut. So, die sitzt jetzt und jetzt können wir den Punkt, den roten Punkt hier oben, können wir uns in die richtige Position schon mal drehen und können das Ganze mit rübernehmen zum Fahrzeug. So, dann legen wir uns schon die ganzen Sachen hier hin. Die Kontermutter, das Werkzeug unten. Wo ist mein großer Imbus? Wichtig ist letztendlich, dass ihr die Lagerbuchsen drin habt. Ich stelle mir hier die beiden Punkte nach oben. So. Und jetzt ist das Ding, dass man jetzt im Prinzip nichts mehr sieht. Das heißt, ihr müsst exakt darauf achten, schon beim Zusammenschieben, dass die Punkte, die ihr angezeichnet habt, auch exakt fluchten. Weil jetzt könnt ihr außer mit einer Endoskopkamera nichts mehr sehen. So, dann können wir unser Loctite nehmen. Machen hier Loctite drauf. Drehen wir eine Seite fest. Schauen, also nicht mit Gewalt drehen, sondern schauen, dass die Lagerschalen, wenn die ein bisschen verrutschen, dass die auch sitzen. So, dann können wir hier drüben noch ein bisschen nachdrehen. So, dann können wir hier seitlich reingucken. Dass die Lagerschalen auch da sind, wo sie sein müssen. Das sind sie. Und jetzt können wir die Seite mit 160 Newtonmeter befestigen. Machen wir gleich mal.
Auch drüben wieder ein bisschen Spiel lassen. Haben wir noch genug Spiel? Ne, haben wir nicht. Und dann noch ein bisschen auf. Okay. So, dann können wir hier jetzt festziehen. ...160 Newtonmeter und dann können wir das Ganze einstellen. So, die Manschette, ich bücke die immer nach hinten um, weil beim Einstellen vom Lager will ich nicht, dass die da irgendwie Einfluss drauf nimmt, weil die macht das Ganze ein bisschen unbeweglicher. Und so kann man jetzt das hier einigermaßen nehmen, genauso wie die Strebe. So, und wenn ich jetzt hier wackele, ja klar, ne, sehen wir also extrem viel Spiel, seitliches Spiel. Und das können wir jetzt reduzieren. Also im Prinzip müsste ich das jetzt gar nicht mehr zeigen, weil es ist genau das gleiche wie oben. So, jetzt ist das Spiel frei. Also wenn ich jetzt hier, ja, das muss jetzt exakt eingestellt werden, muss nochmal raus wegen der Schraubensicherung. Das machen wir jetzt auch von der anderen Seite. So, und wenn wir das Ganze dann prüfen wollen, ob das auch wirklich übereinander steht, dann sehen wir hier, dass die Punkte übereinander stehen, genauso wie sie sollen. Ein bisschen ein Längenausgleich, den sehen wir aber nur, weil der HAG nicht fest ist und der normal an der Position gar nicht so bewegt wird. Ne? So, dann können wir das Ganze drehen und da sind die beiden Punkte. So, und dann kommen wir zu der Seite mit dem Einstellen. Drehen wir die wieder raus. Dann mache ich mir hier erstmal einen Strich dran, wie vorhin. Wenn wir nicht zu weit rausdrehen, das reicht schon. So, dann machen wir hier unsere Schraubensicherung dran. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ganze spielfrei eingestellt bekommen. Und die schon mal drauf machen. Und dazu ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir das Ganze bewegen. Da hört man noch Spiel. So, dann mache ich ein bisschen fester und dann können wir die kontern. Die nochmal runter. Hier ein Strich und da ein Strich. Kontrollieren wir, hat sich nicht bewegt. Jetzt müssen wir nochmal kontrollieren. Und das passt so. Das ist spielfrei. Perfekt.
So, jetzt können wir hingehen, können die Strebe unten befestigen. Noch nicht festschrauben, sondern nur einhängen, weil die muss später befestigt werden, wenn jemand drauf sitzt. So, können wir noch mal gucken. Das ist alles spielfrei, wunderbar, passt. So, dann machen wir die Manschette drüber. So, und dann können wir schon hier oben den Kabelbinder drum machen. Gucken, dass die exakt sitzt. So, der Kabelbinder auf der anderen Seite, der sitzt. Machen wir noch den ersten dran. Das sind im Übrigen 2 Gleisschlangen, wenn ihr die bei BMW kauft. So, auch hier kontrollieren. Nur auf die Innenseite. Ganze. So, fest. Nach fest kommt ab. Und dann haben wir die Manschette dran. Wir haben die Kardanwelle eingebaut. Wir haben gesehen, dass die Kardanwelle richtig eingebaut ist. Wir haben die Schraube geklebt. Wir haben 160 Newtonmeter auf der anderen Seite gemacht. Wir sind spielfrei, außer in der natürlich. Und jetzt können wir schon den Bremssattel befestigen und die Kabel verlegen. Und dann zeige ich euch noch hier diese Leitung von der Gehäuseentlüftung, wo wir die hinlegen. Das machen wir jetzt. So, dann haben wir ja hier unsere neue Gehäuseentlüftung vom HAG. Da verlinke ich euch das Video mal oben. Und da gibt es natürlich jetzt den Schlauch. Da ist die Kamera. So, den Schlauch, den sieht man das hier vorne? Ja, genau, da ist er. Da ist er, genau. Den gerade, exakt gerade abschneiden. Dann kann man den hier eindrücken. Dann ist der fest. Dann können wir damit auch hier durchgehen. So. Das sieht gut aus. Das Ganze bewegt sich. Dann kann man das hier festmachen. Da muss ich jetzt mal gucken. Wir haben hier so Klemmen. Ob diese Klemmen auch für die Leitung gehen. Ja, die würden gehen. Okay, ich mache das jetzt erstmal mit dem Kabelbinder fest. Ich habe diese Klemmen noch, aber gerade jetzt nicht hier. Das heißt, ich mache das provisorisch, dass ich es in die Position bringen kann. Also das ist jetzt nur die Leitung, ne, für die Entlüftung. Ne? Das ist nichts Weltbewegendes. Und die lege ich eben entlang an den bestehenden Leitungen. Normalerweise habt ihr da entweder eine dicke Gummileitung oder eine Stahlflexleitung. Und bei den Fahrzeugen ohne ABS gibt es halt auch dieses Sensorkabel nicht. So, einmal, zweimal. Ich mache das so, dass das hier hinten ein bisschen Luft hat. Kann aber nichts passieren. Dann gehen wir da hoch. Sieht man das hier noch?
Haben wir hier auch noch einen Kabelbinder. Also ich habe von diesen Halteklemmen, von diesen Clips hier, habe ich noch welche. Die habe ich aber unten im Lager. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so. Vielleicht lasse ich es auch am Ende mit Kabelbinder, weiß ich noch nicht. Weil diese Halteclips, bei denen ist das Ding halt, die haben auf der einen Seite einen kleinen Durchmesser fürs ABS-Kabel, das ist dünner, und auf der anderen Seite einen Durchmesser für die Stahlflexleitung. Und die Kunststoffleitung ist etwas dünner als die Stahlflexleitung, das heißt, die hebt da nicht richtig drin. Und ich könnte dann mit diesem Clips das ohnehin nur am ABS-Kabel festmachen. Und ob ich das will, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das auch wirklich nur mit dem Kabelbinder. So, und dann können wir hier oben dazwischen hochgehen. Das habe ich natürlich schon festgemacht. Das ist natürlich jetzt doof. Ich muss selber jetzt mal gucken, wo ich da am besten rauskomme. Den nochmal wegmachen. Jetzt knicke ich die Leitung. So, also ich denke, hier oben rauskommend und dann hier oben reinlegen einfach. Das, glaube ich, ist der beste Weg, um das zu machen. Genau, also hier die Leitung dann einfach hinterm Sicherungskasten hinlegen, fertig, und dann auf die Länge abschneiden, dass es passt. Das ist dann die für die Entlüftung vom HAG, das passt dann schon. Und da läuft definitiv hier oben kein Wasser rein. Also das müsst ihr aber selber sehen, wie ihr das am besten, wie euch das am besten gefällt, wie ihr das verlegt, dass das gut verlegt ist und auch vor allen Dingen ein bisschen Luft hat, damit die Schwinge einfedern kann und es da nicht zu Spannungsproblemen kommt. Okay, jetzt ist der Hinterradantrieb ist wieder zusammen. Habt ihr gesehen, wie das funktioniert mit der Schwinge? Jetzt sind noch ein paar Kleinigkeiten. Ich muss den Auspuff noch montieren. Ich habe ja den Akrapovic-Auspuff und bei dem ist das Problem, dass die Schelle nicht passt. Also die passt nicht an die Rahmenaufnahme, aber da bin ich momentan am Klären, habe noch keine Antwort dazu. Meines Erachtens ist da einfach diese Schelle um den Auspuff, das Loch einfach zu hoch gebohrt oder die Schelle einfach vielleicht eine falsche, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das getestet, alles mit dem Auspuff, mit dem gesamten Auspuff, alles gelöst, alles korrekt ausgerichtet und trotzdem steht es 1 cm zu weit oben. Und für den Preis von so einem Auspuff sehe ich nicht ein, dass ich den so weit runter drücke, dass der da reinpasst auf Spannung. Der muss spannungsfrei montiert sein. Naja, werden wir sehen, was da passiert. Jetzt sind noch ein paar Kleinigkeiten zu tun, wie bei euch wahrscheinlich dann auch. Ein paar Ausrichtungsarbeiten, ein paar Kabelbinder dran machen, Kabel befestigen und später eben halt hier diese Strebe befestigen. Das zeige ich nicht, weil es dürfte jedem klar sein, wenn das Motorrad zusammengebaut ist, fertig, dann die so lange lose lassen und am Ende einfach jemanden draufsetzen, 80, 85, 90 Kilo, so in dem Dreh, sollte diese Person wiegen. Und wenn die dann drauf sitzt, ohne Ständer, ohne was, und das Fahrzeug belastet ist, dann könnt ihr die Schraube hier unten eben festschrauben. Und dann passt es auch mit dieser Widerlagerstrebe. Wichtig ist nochmal, ihr hattet das Öl aus dem HAG raus. Also nehme ich mal an, weil das wäre sonst eine Riesensauerei. Ihr müsst dran denken, hier wieder Öl aufzufüllen. Wie das funktioniert, hatte ich auch schon ein Video gemacht, kann ich euch da oben verlinken. Ansonsten findet ihr die Videos natürlich auf dem YouTube-Kanal unter Videos oder auf meiner Webseite unter motorraddoktor.com. Da habe ich auch nochmal einzelne Kategorien, wo die Videos zu den Fahrzeugen bzw. zu den Themen aufgeführt sind. Mit jeweils dem Link, dass man da hinkommt halt. Wichtig, das korrekt auffüllen mit Getriebeöl, entweder das alte, was drin war, wenn es noch neu war, oder eben halt am besten frisches Getriebeöl, bei denen etwa 250 Milliliter
aber das könnt ihr euch in dem Video angucken. Ich bringe demnächst ein Video raus, ein kurzes Video über einen HAG, den es zerrissen hat, von einer 11er. Da war kein Öl drin und da könnt ihr euch dann mal angucken, wie so ein Ding aussieht, wenn kein Öl drin ist und was dann da passiert. Das kommt aber dann nach meiner Sommerpause. Sommerpause deswegen, weil ich will jetzt dieses Jahr auch ein bisschen fahren und ich glaube am 23.04. kommt das letzte Video raus. Ich nehme sogar an, dass es das ist, ich weiß es jetzt gar nicht. Und dann ist erstmal Pause ein bisschen, ich will auch ein bisschen fahren und Motorrad ein bisschen durch die Gegend bewegen. Und es geht dann wieder so Ende Juli, wahrscheinlich geht es dann weiter. Getriebeöl genauso, wenn ihr das Getriebeöl raus hattet, natürlich Getriebeöl auffüllen, das nochmal kontrollieren. Was ich mache ist, wenn ein Fahrzeug so lange gestanden hat, das Öl alles runtergelaufen ist, dann mache ich die Zündkerzen nochmal raus und lasse das Fahrzeug später eben halt, ohne dass es dann startet, noch einige Male durchlaufen, dass eben überall nochmal Schmierung hinkommt, bevor es dann tatsächlich auch startet und läuft und die Temperatur kommt, nicht, dass es irgendwo zu einer Mangelschmierung kommt oder so. Ja, was gibt es noch zu sagen? Batterie reinmachen, klar. Diese ganzen Sachen anbauen, Tank drauf und natürlich noch die Kupplungsflüssigkeit auffüllen. Und das mache ich in einem separaten Video. So, was noch ganz wichtig ist, ist die Verbindung zwischen Fußbremspedal und Bremszylinder. Das ist ja hier so ein Dorn, der hier unten drin steckt in dem Kolben. Der wird dann im Prinzip hier von diesem Fußbremspedal nach oben gedrückt. Und wenn man das dann drückt, dann geht einmal der Schalter, der Mikroschalter an fürs Bremslicht und wir drücken die Bremse. So. Wenn das jetzt hier dauerhaft ansteht, beispielsweise so, dass hier kein Spiel mehr ist, dann wird der Kolben schon in eine Position gedrückt, in der er nicht sein soll. Das heißt also, man muss das hier so einstellen, dass hier ein minimales Spiel ist. Also das Spiel hier hinten drin, das ist schon ein bisschen zu viel. Also das muss man so einstellen, dass es letztendlich passt, dass es nicht zu viel Spiel hat, aber auch nicht zu wenig. So, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ihr habt jetzt 5 Videoteile zum Thema Kupplung. 5 Teile sind es, genau. Das ist der letzte Teil zu dem Thema Kupplung und Antrieb. Und im Prinzip könnte man das mit diesen Videos durchaus selber machen. Zu den Kosten, Kupplung wechseln, ich habe das schon mal, glaube ich, auch irgendwo geschrieben. Wenn ihr das in der Werkstatt machen lasst, dann liegt das so irgendwo zwischen, ich sage mal so ganz grob, zwischen 1100 und 1500 Euro, was das kostet, inklusive Material. Das ist schon eine Stange Geld und wenn man das selber macht und ein bisschen technisch bewandert ist, dann kriegt man das auch hin. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, wenn man so will. Auf verschiedene Punkte muss man achten, dass man da nichts falsch macht. Und wenn man da sauber arbeitet, ist das kein Problem. Letztendlich ist es trotzdem eine mächtige Arbeit, weil man viel auseinandernehmen muss. Ihr seht ja da dran 5 Videoteile. Jedes Video hat etwa, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde so im Schnitt. Vielleicht ist dieses auch ein bisschen länger, weiß ich noch nicht. Ist aber auch egal. Damit könnt ihr was anfangen. Ich hoffe es zumindest. In diesem Sinne, ich mache das Ganze jetzt noch fertig und werde dann mal auch eine Probefahrt machen und gucken, ob alles passt. Und wenn es nicht passt, dann erfahrt ihr das spätestens im nächsten Video. Aber ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung ist. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch natürlich eine ganz tolle Saison 2023. Ganz tolle Touren und richtig gutes Wetter und vielleicht sieht man sich irgendwo mal, der eine oder andere, wird man dann sehen. Ich danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.